Gleich 3 neue Marine Master markieren den Anbruch einer neuen Gehäusedimension in der hochwertigen Prospex Taucheruhren-Kollektion von Seiko. Verbaut werden besonders edle Automatikwerke, die Seiko auch stolz durch den Sichtboden aus Saphirglas präsentiert. Die neue Marine Master mit blauem Zifferblatt und ordentlich Leuchtmittel zeigen wir in diesem Video. Eine Höhe von 12,3 mm ist für eine Taucheruhr mit 39,5 mm Durchmesser jetzt keine rekordverdächtige Dimension. Doch für den voluminösen Edeldiver Marine Master bedeutet die Verringerung der Bauhöhe einen wichtigen Schritt in Richtung Tragekomfort. Die deutliche Abschrägung von Lünette und Gehäuse schafft nicht nur ein schlankeres Erscheinungsbild, sondern bewahrt auch das wesentliche Profil der klassischen Referenz 62 MAS. Der raffinierte Kontrast und die Eleganz durch die Kombination aus strichmattierten und polierten Flächen auf Gehäuse und Armen entstehen, verleihen dem Design eine besondere Note. Das Gehäuse ist aber nicht nur elegant geformt und flach, sondern auch wasserdicht bis zu einem Druck von 20 bar bzw. 200 Metern, also völlig ausreichend. Die Lünette ist, wie man es von einer Taucheruhr erwartet, nur einseitig drehbar, sie selbst sitzt relativ fest, dreht sich aber trotzdem sehr flüssig. Die modernisierte Marine Master bezieht ihre Inspiration von der ersten japanischen Taucheruhr von 1965. Die heute in Sammlerkreisen legendäre Referenz 62 MAS definierte mit ihren massiven Indexblöcken und der üppigen Ausstattung mit Nachleuchtmasse den Stil für künftige japanische Taucheruhrengenerationen. Insbesondere die hochwertige Marine Master pflegt diese Tradition bis heute. Die Aufnahmen im Dunkeln sprechen eigentlich für sich selbst, denn die Stundenmarker sind nicht nur sichtbar, sondern beleuchten geradezu den Rest vom Zifferblatt. Die Ablesbarkeit der Uhr ist damit wirklich überragend. Das modernisierte Design hat sich natürlich ein Stück weit vom Ursprung entfernt. Das Ergebnis allerdings kann sich meiner Meinung nach sehr gut sehen lassen. Die neuen Marine Master sind für mich ein echtes Highlight in der Seiko-Kollektion. Zusätzlich zur Version mit hellblauem Zifferblatt gibt es auch ein Modell mit schwarzem Zifferblatt und eine auf 1000 Exemplare limitierte Variante mit silber-weißem Zifferblatt. Auch bei den anderen Modellen ist die Lünette entsprechend farblich angepasst. Alle 3 Varianten sind für 3.400 € zu haben. Im Vergleich mit den Einstiegsmodellen von Seiko, die zum Teil schon deutlich günstiger zu haben sind, ist die neue Marine Master eine völlig andere Qualitätsklasse. Das erkennt man nicht nur am zwar gestifteten, aber solide verarbeiteten Gliederband und dem fein verarbeiteten Zifferblatt, sondern vor allem am verbauten Manufakturkaliber, dem 6L37A mit patentiertem automatischem Seiko-Klinkenaufzug, dem sogenannten Magic Lever und 45 Stunden Gangreserve. Das für japanische Großserienverhältnisse sehr sorgfältig dekorierte Uhrwerk ist in 26 Steinen gelagert und arbeitet mit einer Unruhefrequenz von 28.800 Amplituden pro Stunde. Tickt also etwas schneller als die Einsteigerwerke bei Seiko, die üblicherweise mit 21.600 Halbschwingungen arbeiten, um eine höhere Gangreserve zu erreichen. An meinem Handgelenk mit 17,5 cm Umfang trägt sich die verhältnismäßig kleine Taucheruhr extrem angenehm. Das gefällt mir richtig gut. Die einzige Kritik betrifft eigentlich das Armband. Das ist zwar schon ziemlich gut, hier würde ich mir aber wünschen, dass die eigentlich so toll geschliffenen Glieder eine Schraubverbindung bekommen. Das wäre noch ein fühlbarer Qualitätssprung. Alles in allem ist die Marine Master aber wirklich eine Empfehlung wert. Denn Gehäuse, Zifferblatt und Uhrwerk sind meiner Meinung nach wirklich überzeugend. Gerade das hellblaue Modell hat es mir angetan. Zu schade, dass wir es zurückgeben müssen. Was wäre eure Wahl? Schwarz, weiß oder blau? Schreibt das gerne in die Kommentare und lasst uns Likes und Abos da. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.